Hallo liebe Hundefreunde, Aiden und ich begrüßen euch zu Folge 15 unserer Genetik-Serie. Heute soll es wieder um Verhalten gehen. Die Frage steht im Raum, welcher Anteil des Verhaltens unserer Hunde wird eigentlich vererbt? Und welcher Teil wird, komplementär dazu, durch irgendeine Form der Erziehung geformt? Ja, und dann noch, was ist Stereotyp? Also eine selektive oder verzerrte Wahrnehmung bestimmter Rassen aufgrund von Berichten. Fangen wir mit einer Anekdote an. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich höre, dass Leute sagen, der Landseer, der ist genau so. Wir hatten 3 Landseer und die waren vollkommen unterschiedlich. Andere Landseerliebhaber werden das bestätigen. Und beim Neuvieh, der ja häufig zum Landseer verglichen wird, habe ich alles von temperamentvoll, Wirbelwind bis Schlafmütze erlebt. Was wird also vererbt und was ist Teil von Training und Ausbildung? Zur Beantwortung dieser Frage sind natürlich individuelle Beobachtungen, wie jetzt meine, oder auch institutionelle Beobachtungen von Verbänden und Vereinen nicht ausreichend. Wir brauchen Daten. Ich hatte euch vor einiger Zeit schon einmal Videos präsentiert, kleinere genetische Studien mit Schäferhunden und Retrievern. Da war jetzt der echte Hund. Kleinere Studien mit Schäferhunden und Retrievern. Und da kam heraus, dass ca. 25% Pi mal Daumen des Verhaltens geerbt wird von den Ahnen. Es gab also bekannte Stammbäume. Aiden, leg dich. Nein, leg dich. Leg dich. So ist prima. Heute soll es um viel mehr Hunde gehen. In 2 Megastudien ist eine riesige Zahl von Hunden unterschiedlicher Rasse genau mit der Fragestellung untersucht worden, was ist genetisch bedingt? Was macht die Rasse aus? Was machen die Ahnen allgemeiner aus? Auf den ersten Blick kommen die beiden Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber nur auf den ersten Blick, wie ich euch berichten werde. Das Thema ist komplex. Um es umfassend zu verstehen, müssen wir in der Zeit weit zurückgehen und uns vor Augen führen, welche selektiven Kräfte das Genom der Hunde geformt haben. Um für den Menschen nützliche Eigenschaften herauszuarbeiten und zu erhalten. Über die Zeit der beginnenden Domestizierung der Wölfe vor ca. 25.000 Jahren, oben im Bild, gibt es interessante Hypothesen, die ich euch in einem anderen Video präsentiert habe. Wir wollen auf diese Epoche hier nicht näher eingehen. Seit der Antike, hier in der Mitte dargestellt, wurden dann nützliche Eigenschaften einzelner Hunde in der Population erkannt und systematisch gefördert. Geeignete Tiere konnten Herden beschützen oder zusammenhalten, Behausungen bewachen und auf unterschiedlichste Weise mit den Menschen auf Jagd gehen. Es gab keine Zuchtbücher mit formellen Einträgen, aber die Chroniken sind klar. Seit Urzeiten hatten die Menschen gelernt, gewünschte Eigenschaften in Populationen, seien es Rinder, Pflanzen oder Hunde, zu verstärken und zu stabilisieren. Nirgendwo ist das besser dokumentiert als in der Jagd, der Leidenschaft des reichen Adels in dieser Zeit. So zeigt der französische Wandteppich aus dem 15. Jahrhundert Bracken- und Windhunde, die zur Treib- respektive Hetzjagd eingesetzt werden. Auch den Dachshund alias Dackel, ein Baujäger, gab es schon im 18. Jahrhundert. Machen wir uns klar, dass diese Spezialisierung in der Jagd ein koordiniertes Zusammentreffen vieler spezieller Eigenschaften erfordert.
in Anatomie, dem Nervensystem und den Sinnesleistungen. Im Wesentlichen waren also die Hundetypen schon lange vor dem viktorianischen Zeitalter mit seinen Zuchtbüchern da. Ich nenne sie Hundetypen, da es ja noch keine Beschränkung auf einen rassedefinierten Genpool gab. Im viktorianischen Zeitalter, unterste Zeile, gab es dann einen Paradigmenwechsel. Die Auswahl zur Zucht beruhte ab da auf Morphologie, also Körperbau, Größe, Fellstruktur und Farbe. Um diese Merkmale zu replizieren und später selektiv zu verstärken, wurden Paarungen außerhalb des Genpools der Rasse nicht mehr zugelassen. Dies hat enorme Auswirkungen auf das genetische Repertoire, da das Gesamte auf einzelne Töpfe, eben die Rassen, verteilt wird. Insbesondere wurden Verhaltensmerkmale nicht mehr wie zuvor als zentrales Auswahlkriterium zur Zucht eingesetzt und die entsprechenden Allele zusammengehalten. Damit hat für die Hunde, die in die Stammesbildung eingegangen sind, eine neue Ära begonnen. Ihr Habitat sind nun nicht mehr Felder, Wälder und Steppen, sondern es sind die Behausungen der Menschen. Von Multimillionenstädten bis hin zu kleineren Dörfern. Die meisten werden dort eine Rolle als Kompagnon oder Begleithund wahrnehmen. Einige werden im Hundesport dabei sein, in den unterschiedlichen Sportarten, und natürlich wird es auch weiterhin Jagdhunde geben mit spezialisierten Aufgaben. Die Frage ist nun, wie kommen die Hunde mit all diesen neuen Herausforderungen klar, in einem neuen Umfeld? Was wird bewahrt von dem, was sie von den Ahnen mitgenommen haben? Und wie können wir das genetisch darstellen? Das ist das Thema der beiden Publikationen, die wir besprechen wollen. Ihr seid nach dieser Einführung sehr gut vorbereitet. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wahrscheinlich schon am nächsten Sonntag. Aiden hat sich übrigens freigenommen für den Rest des Nachmittags. Danke fürs Zuschauen und tschüss.